Herzlich willkommen, liebe Flacherdler und herzlich willkommen auch, liebe Kugelerdler. Und ganz besonders möchte ich heute die begrüßen, die sich noch nicht für eine der Parteien entschlossen haben und die noch hin und her schwanken. Es ist tatsächlich vielleicht gar nicht so leicht, sich hier zu entscheiden, denn auf beiden Seiten gibt es unzählig viele YouTubes und unzählig viele Argumente. Vielleicht sollte man sich an die wirklich unantastbaren Beweise halten oder an die, die nicht widerlegt werden können, oder vielleicht sogar an die, die nicht und niemals widerlegt werden können, oder vielleicht an die, die mit wissenschaftlichen Expertisen aufwarten. Aber so mancher wissenschaftliche Beweis entpuppt sich dann schlicht und einfach als ein reines Bibelzitat. Und sollen wir jetzt dem Recht geben, der den Mund am weitesten aufmacht? Dieser YouTuber schlägt vor, dass wir einfach Beweise zählen. Es gibt 200 für die flache Erde und nur 22 für die Kugelerde, also hat die flache Erde gewonnen. Aber ist das tatsächlich so wie bei einem Fußballspiel? Sind denn die Beweise tatsächlich alle stichhaltig? Um das genau zu checken, braucht man viel Mathe und Physikwissen. Aber vielleicht stehst du ja ein bisschen auf Kriegsfuß mit Mathematik. Ich will hier mal was ganz anderes zeigen. Hier sind zwei Antworten angekündigt, man sieht nur eine. Hier sind nochmal zwei Antworten angekündigt, es kommt gar keine, wenn man draufklickt. Und hier 12 Antworten angekündigt, es kommen aber nur 4, statt 3 Antworten keine, statt 5 Antworten nur 3. Jetzt mal dasselbe auf Englisch, statt 2 Antworten keine und nochmal statt 2 Antworten keine. Und hier statt 3 SIG-Antworten nur 13. Und zwar kommt das daher, meinen eigenen Kommentar kann ich immer noch lesen, selbst dann, wenn er schon gelöscht ist. Und deswegen wird er auch dann immer noch mitgezählt. Andere können meinen Kommentar dann nicht mehr lesen. Ich selbst merke das nur, wenn ich mich mit einer anderen Identität einlogge. Was ist das? Das ist Zensur. Jeder Kanalbesitzer hat die uneingeschränkte Möglichkeit, Kommentare zuzulassen oder zu löschen. Wer wird wohl mehr löschen? Die Anhänger der Kugelerde oder die Anhänger der Flacherde? Das wäre doch mal interessant, das zu vergleichen. Eins ist klar, die Flacherdler verkünden die Wahrheit, die reinste Wahrheit, die wichtigste Wahrheit. Sie wollen die Menschheit bekehren mit ihrer Wahrheit und sie wollen die Menschen aufwecken. Sie haben den freien Geist auf ihrer Seite und einige setzen sich sogar vehement für die Meinungsfreiheit und Pressefreiheit ein. Also, das haben wir jetzt alle erkannt. Die Flacherdler, die haben keinen Grund zur Zensur. Auf der anderen Seite haben die Anhänger des Globus, die Globeheads, natürlich jeden Grund. Sie müssen ja die großen Lügen verbergen. Sie werden ja von der NASA bezahlt. Es sind doch die Regierungstrolle, die von der Regierung bezahlt werden dafür, dass sie lügen. Ja, die werden natürlich sicherlich zensieren. Also hier die Spielregeln. Es werden Kanäle ausgewählt, die mindestens 20 Videos zum Thema Flacherde oder Kugelerde produziert haben. Aus jedem Kanal ein möglichst kontroverses Video neueren Datums. Kommentare werden nach neuesten sortiert. Es werden möglichst 100 Antworten ausgezählt. Es werden die angekündigten Antworten ausgezählt und die tatsächlich vorhandenen Antworten. Das Zählen habe ich mit Excel gemacht, mit Formeln, kann man natürlich auch mit Papier, Bleistift und Strichen machen. Vorhandene Antworten geteilt durch angekündigte Antworten. Das gibt den Ehrlichkeitsfaktor oder Meinungsfreiheitsfaktor oder Transparenzfaktor. Man kann es so einteilen, von 0 bis 90% wird kräftig zensiert, von 90 bis 98% wird wenig zensiert, von 98 bis 100% lässt man jede Meinung gelten und löscht vielleicht nur mal einen Kommentar, der absolut nur reine Beleidigung ohne jegliche Information enthält. Also Flacherde gegen Kugelerde, die Wette gilt. Seid ihr bereit? Es geht los mit den Kanälen der flachen Erde. Leider kommt da schon mal eine große Enttäuschung. Giovanni Alaimo, Rob Alpha Nostrum und From Truth and Other Lies lassen überhaupt keine Kommentare zu. Truth and Other Lies war der mit der Meinungsfreiheit. Weiter geht's mit Wahrheitsforscher Astrotoni TV, Cäsar, Fungiro Inco, Johann Strobel, Joisnet 2, Markus Möller, Sunrise,
Tony Mahony und Caesar Deutscharchiv. Insgesamt ein etwas enttäuschender Durchschnitt von 65%, das heißt, hier wird stark zensiert. Eine Ausnahme ist Caesar Deutscharchiv. Er hat einen Kanal mit fast 50% Zensur und einen Kanal, der unzensiert ist. Ist das im englischsprachigen Raum Amerika und andere besser? Differ, Globebusters, Eric Dubai, der King der flachen Erde, Jeranismen, Dorje Darka, Celebrate Truth, The NASA Channel, The Morgile, Odd Reality, Taboo Conspiracy, alle zusammen einen Durchschnitt von nur 84%. Auch hier wird kräftig zensiert. Jetzt kommt die andere Seite der Kugelerdler, Globalisten, Globeheads, Regierungstrolle. Wir werden natürlich noch viel mehr zensieren. Beim sedierten Uhu habe ich die Zensur eines einzigen Kommentars entdeckt. Vielleicht war das tatsächlich ein richtiger Troll. Die anderen, Floplus, Globalist, Archibald Medes, Michael Baumgart, alle 100%. Durchschnitt 100%. Kein einziger Kommentar würde hier zensiert. Wie ist das bei den englischsprachigen Kollegen? Slice Barkane und Wolfi 2060, da habe ich 2 zensierte Kommentare entdeckt, bei Joss Lays einen, Voice of Reason und Professor Stick keine Zensur. Der Durchschnitt ist 99%. Liebe Freunde, ich habe nichts beschönigt, jeder kann das nachzählen und wird auf ein ähnliches Ergebnis kommen. Tatsache ist, bei den Flacherdlern wird deutlich zensiert, 65-84% der Kommentare werden durchgelassen. Bei den Vertretern der Globuserde gibt es so gut wie keine Zensur, hier darf jeder frei seine Meinung äußern. Einige Flacherdler kündigen ihre Zensur an. Ali Iskitürk löscht, was er will. Fungiro Inko löscht hirnlose Kommentare. Aber wer entscheidet, welche Kommentare des Meinungsgegners hirnlos sind? Madano könnte alle Desinformanten löschen. Das wären aus seiner Sicht alle Kugelerde-Anhänger. Er ist allerdings einer der wenigen Flacherdler ohne Zensur. In meinem nächsten Video werde ich Zensurbeispiele zeigen und beweisen, die ich selbst erlebt habe. Laut Flacherdler Tony Mahony bilden Freiheit und Wahrheit eine Einheit. Hält er selbst sich daran? Stehen die Leute zu dem, was sie verkünden? Passt Zensur zu einer Gesinnungsgemeinde, die die Welt vor einer Lüge befreien will und über die Wahrheit aufklären will? Ich sehe da enorme Widersprüche. Könnte Zensur zu einem Journalisten passen, der sich in eine Ideologie verrannt hat, weil er die komplizierte Physik nicht versteht und sich nicht vorstellen kann? Könnte Zensur eine Reaktion sein, wenn ein Flacherdler sich in der Diskussion so in die Enge getrieben fühlt, dass er überhaupt keine Argumente mehr hat? Könnte die Flacherd-Szene auf YouTube zu einer Autorengruppe passen, die einfach ihre Bücher effektvoll vermarkten will? Würde eine Zensur zu bibeltreuen Fundamentalchristen passen, die die Realität so lange verändern, bis sie genau zu ihrer Vorstellung der Bibelinterpretation passt? Könnte die Zensur zu YouTubern passen, die einfach mit sensationellen Themen die Zugriffsrate auf ihre Kanäle erhöhen wollen? Zugegeben, das sind alles Gedankenanregungen und Spekulationen und ihr könnt euch eure Meinung selber bilden. Eines aber steht für mich fest: Zu einer Aufklärung über eine alte Lüge oder Verkündigung der reinen Wahrheit oder zu einer neuen Freiheit des Denkens passt die Zensur definitiv nicht. Bei einer realitätsfremden Ideologie ist die Zensur immer ein sehr starkes Argument. Bei der flachen Erde ist die Zensur in meinen Augen das einzige wirklich starke Argument, das sie haben. Das kann man nicht widerlegen, denn da kommt man gar nicht mehr zu Wort. Ich rufe daher alle Kanalbesitzer der flachen Erde dazu auf, ihre Zensur zu beenden und eine offene und faire Diskussion zu beginnen. In diesem Sinne lasst uns weitermachen und ich bedanke mich fürs Zuhören.